Willkommen zurück auf meinem Blog. Wir machen heute eine Rosmarinsalbe, die wärmend für Hände und Füße wirkt. Dazu müssen wir aber jetzt einmal in den Garten gehen und den Rosmarin holen. Kommt mit! Wir haben das Glück, eine Rosmarinstaude in unserem Garten zu haben, die winterhart ist. Die Rosmarinsalbe, die wir heute zubereiten, könnt ihr aber mit jedem anderen Rosmarin auch herstellen. Ich habe dabei die Gelegenheit genutzt und gleich mehr Rosmarin gesammelt, den ich danach trocknen werde. Dazu binde ich die Zweige mit einem Band zusammen und hänge sie an einem warmen, trockenen Ort auf. Nun aber weiter mit der Zubereitung der Salbe. Für die Herstellung der Salbe sind 2 Produktionsschritte wichtig und so beginnen wir mit Schritt 1 der Herstellung des Rosmarins-Ölauszugs. Dazu schneide ich den frischen Rosmarin in ein sauberes Marmeladenglas. Für das Salbenrezept benötigt ihr 10 Gramm davon. Anschließend füllt ihr das Glas mit 100 ml Öl auf. Ich habe dazu ein Bio-Sonnenblumenöl verwendet. Ihr könnt aber auch jedes andere Öl dazu verwenden, wie zum Beispiel Distel- oder Mandelöl. Das Öl sollte jedoch keinen speziellen Eigengeschmack haben, wie zum Beispiel manche Olivenölsorten. Das Glas mit dem Rosmarin und dem Öl stellt ihr dann in ein Wasserbad, das ihr kurz erhitzt und dann auf Stufe 2 zurückdreht. Dort bleibt es dann für die nächsten 2 Stunden. Nach Ablauf der Zeit nehmt ihr das Glas heraus und verschließt es. Jetzt sollten Öl und Rosmarin 5 Tage Zeit haben, um sich zu entfalten. Nach diesen 5 Tagen erfolgt nun Schritt 2 im Produktionsprozess und wir beginnen mit der eigentlichen Salbenherstellung. Für die Salbe benötigen wir nur das Öl ohne den Rosmarin. Dieses filtern wir nun ab. Ich habe dafür ein feines Sieb verwendet. Ihr könnt es aber auch durch einen Kaffeefilter abseihen. Anschließend gebt ihr einen Topf in ein Wasserbad und erhitzt es auf mittlerer Stufe. Dann fügt ihr 30 ml des Öls und 3 Gramm Carnauberwachs hinzu. Carnauberwachs stammt von der Carnauberpalme und ist eine vegane Alternative zu Bienenwachs. Ich persönlich kann dieses Produkt sehr empfehlen. Das Wachs verrührt ihr dann so lange im Öl, bis es sich komplett aufgelöst hat. Das dauert bei Carnauberwachs ein bisschen länger als bei Bienenwachs. Danach füllt ihr die Wachs-Öl-Mischung in einen Salbenbehälter. Sobald die Masse ein wenig abgekühlt ist, fügt ihr noch 15 Tropfen des ätherischen Rosmarinöls dazu. Achtet bitte beim Kauf des ätherischen Rosmarinöls darauf, dass ihr ein naturreines Bioprodukt erwerbt. Nun ist die Salbe fertig und muss für ca. 1 Stunde in den Kühlschrank. Sie hat eine Haltbarkeit von ca. 6 Monaten. Ich liebe diese Salbe. Sie wirkt toll bei kalten Händen und Füßen und riecht super angenehm nach Rosmarin, gerade das Richtige in der kalten Jahreszeit. Das war's dann auch mal wieder. Wenn euch mein Beitrag gefallen hat, dann lasst mir bitte einen Daumen hoch da. Ja, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Eure Kräuterhexe.